Ich darf euch ganz, ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich natürlich, dass ich hier sein darf, dass der Herr Gnade geschenkt hat, mich wieder aufgerichtet hat. Ja, so gut, dass sich sogar einiges zum Positiven verändert hat. Zum Beispiel, ich habe jetzt keine Brille auf. Ich wurde am grauen Star operiert. Ich habe zwar zu den Optikern gesagt, die Stare fliegen doch jetzt im Herbst sowieso weg, aber er meint, nein, diese bleiben im Auge sitzen. Ja, und jetzt sehe ich wieder so super gut. Nur zum Lesen brauche ich noch eine Brille. Ja, ja, ganz herzlichen Dank an alle Geschwister, die für mich gebetet haben, die an mich und meine Familie gedacht haben in dieser Zeit. Besonders vom 7. bis zum 22. August, wo ich im Krankenhaus war. Magengeschwüre, ich denke, das ist bekannt und man sollte nicht so viel von seinen kleinen Zimperleins reden. Ja? Kennt ihr den Ausdruck Zimperleins? Ja, so Wehwehchen. Ja? Das lieben wir im Allgemeinen sehr als Menschen, unsere Wehwehchen in den Vordergrund zu stellen. Es gibt Menschen, auch Christen, die reden den ganzen Tag, ihr Hauptthema ist, ach, wie geht es mir doch so schlecht. Ne? Ich habe hier vor längerer Zeit einmal das Thema weitergegeben, singe den Herrn ein neues Lied. Und ich glaube, vielleicht können sich noch einer erinnern von euch, das alte Lied ist uns sehr bekannt, hat viele Strophen, warum gerade ich und so weiter und so weiter. Ne? Und dann habe ich auch besonders gesagt, hervorgehoben, wir sollten danken. Das macht vieles gut. Übrigens, in dem ersten Lied haben wir uns selbst genannt Wurm. Habt ihr es mitgekriegt? Ja, und böses Kind. Jetzt stellt euch mal vor, morgen käme ein lieber Bruder, eine liebe Schwester zu euch und würde sagen, du Wurm, du böses Kind. Würden wir das so hinnehmen? Ich denke mal, wir würden sagen, also bitteschön, also das unterlass mal bitte, ja, benimm dich mal in meiner Gegenwart. Gut. Also noch einmal ganz herzlichen Dank für alle Verbundenheit durch euch, von euch, auch zu mir und überhaupt zu dem Werk des Herrn. Jetzt darf ich euch etwas vorlesen, das habe ich jetzt schon einige Male gebraucht an anderer Stelle. So ganz klein habe ich mir ausgeschnitten. Wer kennt von euch den Kalender, der Herr ist nahe? Darf ich die Frage mal stellen und wer ihn kennt, der möchte doch die Hand mal heben. Das interessiert mich mal. Also nur 3. Also jetzt mache ich mal Reklame für einen Kalender. Es gibt ja viele Kalender und so mancher ist auch gut. Ich kann nur sagen, dieser Kalender, der Herr ist nahe, ist nicht nur gut, er ist sehr gut. Sehr empfehlenswert. Sollte Gott mir Gnade schenken und ich im November wieder hier sein darf, so steht es zumindest im Programm, dann bringe ich Kalender mit und ihr kauft. Also bringe Franken mit, ja. Ich weiß nicht, was der kostet, ist ganz billig, ist gar nicht teuer. Der ist wirklich empfehlenswert. Bitte, ne? Ihr könnt das bestätigen? Ja? Ja, wunderbar. Jetzt habe ich mir ausgeschnitten das ist ja ein Blatt, ein richtig großes Blatt und da habe ich mir nur so klein, ich bin ja sparsam, ich mache nicht so große Blätter mitnehmen, ne? Wenn es nicht nötig ist, reicht ja. Ne? Das ist der Satz, der mir besonders auf den Herzen liegt. Jetzt achtet genau auf jedes Wort. Den Trost seiner Liebe zu erfahren, das ist größer und segensreicher als jedes Wohlergehen. Verstanden? Aber sicher, ne? In Bern versteht man sehr schnell. Die sind nicht so langsam im Verstehen wie ich zum Beispiel. Ja? Aber ich lese trotzdem noch einmal. Den Trost seiner Liebe zu erfahren. Das ist so wunderbar. Seine Liebe, darum zu wissen, der Herr hat mich lieb, egal wie es mir geht. Ja, im Krankenhaus durfte ich das erfahren. Den Trost seiner Liebe durfte ich erfahren. Herrlich.
Das ist viel größer, viel größer als jedes Wohlergehen. Ja? Wenn es uns so wohl ist, es könnte sogar eine Gefahr sein, wenn es uns zu wohl ist. Es gibt so ein Sprichwort, wenn es dem Esel zu wohl ist, geht er aufs Glatteis. Kennt ihr das? Nö, müsst ihr ja nicht kennen. Ne? Das ist so ein blödes Sprichwort. Ja, aber ja, wenn es uns zu gut geht, dann könnte die Gefahr bestehen, dass wir den Herrn aus den Augen verlieren. Ja? Dass wir gar nicht mehr so innigst beten. Wisst ihr was? Das darf ich als Zeugnis weitergeben. Ich habe seit sehr langer Zeit nicht so intensiv in der Bibel gelesen, wie in diesen 16 Tagen oder 15 Tage Aufenthalt in der Klinik, in dem Krankenhaus. Ich habe noch nie seit langem so intensiv gebetet im Stillen wie in dieser Zeit. Also habe ich wieder einmal festgestellt, alles muss mir zum Besten dienen. Ne? Ich habe ja schon von meinen Augen geredet, die jetzt positiv sind. Noch etwas Positives. Ich hatte früher sehr starke Rückenschmerzen und die strahlten so hinein in die Beine hinein, sehr unangenehm, aber okay, wieder so eine Zimperlein. Ne? Ja? Und da habe ich, wenn ich länger unterwegs war, lange Fahrten, und ich hatte ja, ich glaube, ich habe es mal erzählt, ich habe ja den neuen Rekord fast gebrochen, 1560 Kilometer an einem Tag gefahren, darf man ja gar nicht, kein Polizist hier? Ja, sonst, okay, ja, und da habe ich in letzter Zeit mich entschlossen, nimmst du eine Schmerztablette? So, und der Arzt hat gesagt, kein Problem, kann man 4-mal am Tag nehmen, kein Problem. Und genau diese Schmerztabletten waren ein Grund, ich denke mal der Hauptgrund meiner Magengeschwüre. Ja, naja. So, das Thema des heutigen Sonntags dieses Gottesdienstes lautet folgendermaßen. Es gibt ja hochaktuelle Themen. Also unter einem aktuellen Thema versteht man zum Beispiel, wenn der Prediger eingeht auf die Zeitprobleme, auf das, was jetzt im Moment aktuell ist. Beispiel Naturkatastrophen, Wirbelstürme und die Begleiterscheinung dieser Stürme, ja, oder Erdbeben oder irgendetwas, was geschehen ist, was aktuell ist. Ich habe mir ein Thema ausgesucht, das ist immer aktuell und bleibt immer aktuell. Und dieses lautet, der Segen Gottes für dein Leben. Oh, wie herrlich ist es doch, wenn man um den Segen des Herrn weiß und ihn erfahren darf. Übrigens, Hans-Peter, herzlichen Dank für deinen Bericht. Ja, darf ich das mal hier an dieser Stelle sagen? Herzlichen Dank auch für deinen Brief. Ja, der Segen Gottes für mein Leben. Es ist doch so wichtig, denke ich, für uns alle, dass wir unter den Segen unseres Herrn sind und bleiben. Dass wir gesegnet sind, dass unsere Familien gesegnet sind, dass die Arbeit, die wir tun dürfen, gesegnet ist. Einfach, dass der Segen Gottes unser Leben durchdringt, begleitet, Stunde für Stunde, Tag für Tag. Wir wollen doch gesegnet sein. Wir alle. Übrigens, die Brille stört mich jetzt mehr, wie sie mir nutzt. Ja? Auch ein Problem, ja, einen Moment. Ja? Wir wollen doch alle gesegnet sein, wir verlangen danach. Uns verlangt von Herzen danach, gesegnet zu werden. Von wem? Wer kann uns segnen? Ja, in der katholischen Kirche ist es so Sitte, beispielsweise die Menschen zu segnen. Der Priester segnet die Schäflein. In Brasilien waren wir mal mit der ganzen Familie, unsere Kinder waren damals noch klein, in so einem Park, in so einem öffentlichen Park, mit dem Auto reingefahren, abgestellt und dann schön spazieren gegangen und so weiter. Und als ich rausfahren wollte aus diesem Park, steht doch da, und nicht nur einer, ich glaube 2 oder was weiß ich, mit einem Eimer Wasser, Plastikeimer,
noch grelle Farben und so einen Pinsel und segnete die Autofahrer. Ja. Ich habe ihm gesagt, mein Auto ist schon gewaschen, er kann sich das sparen. Ja. Ja, also diesen Segen brauchen wir wahrlich nicht. Ne? Also entschuldigt bitte meine bisschen spaßige Art, ja, das ist nun mal meine Art, aber die Brille, ne? Ich lasse, wo sie ist. Ja. Ja, also noch einmal, uns verlangt von Herzen danach, unter dem Segen Gottes zu sein. Ja, wir beten darum, Herr, segne mich. Wenn wir essen zum Beispiel, denke ich mal, ist es eine gute Eigenschaft, eine gute Sitte, um den Segen Gottes für die guten Gaben zu beten. Ja, das tun wir zum Beispiel, ja, das ist manchmal so eine Angewohnheit fast, ja, aber ich denke mal eine gute Angewohnheit, dass man dankt, Herr, ich danke dir für die guten Gaben auf dem Tisch. Und wenn es dann nicht schmeckt, sage ich, Herr Gabi, bete du heute, ja? Ja? Ja. Unser persönliches Leben muss unter den Segen Gottes sein. Also ich bin noch spaßiger geworden nach der Krankheit anscheinend, wie ich schon vorher war. Ja? Ja? Noch einmal, unser persönliches Leben, Bruder, Schwester, muss unter dem Segen Gottes stehen. Erkennen wir wirklich die Wichtigkeit von Gottes Segen für unser Leben? In allgemein ist es ja so, dass man am Schluss einer Versammlung um den Segen Gottes bittet. Ja? Noch einmal den Segen Gottes erfleht. Nun, hier in Bern ist das nicht der Fall, aber es gibt Versammlungen, wenn man so unterwegs ist, da ist die Hälfte der Gemeinde bereits schon weg. Ja, nun, vielleicht müssen sie unbedingt die Bahn erreichen oder den Bus oder was weiß ich, mag für verschiedene Gründe geben dafür, dass sie früher gehen und das muss man dann auch verstehen. Aber es könnte auch sein, dass sie überhaupt nicht begriffen haben, wie wichtig ist der Segen, der Schlusssegen eines Gottesdienstes ist. Vielleicht haben wir das noch gar nicht erkannt, vielleicht nehmen wir das so als Tradition so einfach hin und gar nicht persönlich für uns, dass der Herr uns segnet. Unsere Familie muss unter dem Segen Gottes stehen. Wie viele Nöte gibt es heute in Familien? Na, da sage ich doch nichts Neues, ne? Das wisst ihr doch alle ganz genau. Ja, vielleicht von euren eigenen Kindern. Nee, wir ich bin ja Opa, zwölffacher Opa, ja. Man stellt dann immer mehr fest, wie es heute doch anders ist wie damals, ja. Ja, man redet so als Opa gerne von der guten alten Zeit, die war nicht immer gut, ne? Die alten Zeiten waren nicht immer gut. Aber vieles war doch früher noch geregelt, war noch wichtig, was heute immer weniger wichtig geworden ist in vielen Familien. Heute steht die Karriere an erster Stelle. Vorwärtskommen in dieser Welt, koste es, was es wolle. Ja, was ist uns wichtig, ist die Frage, die ich stellen möchte für unsere Kinder. Der Segen oder ein gutes Einkommen? Natürlich, beides wäre das Allerbeste. Ne? Natürlich freuen wir uns, wenn wir ein gutes Einkommen haben. Dürfen wir dankbar sein, dürfen wir den Herrn danken. Ist auch ein Grund zum Danken in unseren Gebeten. Ne? Aber schlussendlich, wenn die Wahl da sein würde, wenn wir wählen müssten, was will ich für mein Kind oder für meine Enkel? Dass sie ein Leben des Segens führen, unter der Führung des Herrn, unter der Leitung Gottes? Oder geht es einzig und allein um dieses Vorwärtskommen in dieser Welt, wo man seine Ellbogen gebrauchen muss, wo man sich durchsetzen muss, wo man so vielleicht sogar seinen Glauben in gewisser Weise verleugnen muss, wo man nicht mehr alles so sagen kann, wie man es empfindet. Jetzt kommen wir zur Gemeinde. Persönliches Leben, Familie. Gemeinde. Wie wichtig ist es doch,
dass die Gemeinde gesegnet ist vom Herrn, dass unsere Versammlungen unter dem Segen Gottes stattfinden. Ich denke, besonders die Verantwortlichen dieser Gemeinde wissen darum, bin ich überzeugt. Ja, und ich denke, ich hoffe, dass wir alle wissen, wie wichtig es ist, dass wir zusammenkommen im Segen Gottes, nicht einfach nur so als Tradition. Ich hoffe, dass niemand, ja, also wäre ja töricht, ja, wenn jemand gekommen wäre, um den Helmut nach seiner Krankheit wiederzusehen. Ja. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Ja, für die es noch nicht wissen, das gab tatsächlich mal einen Fall, da ist einer gekommen, um den Helmut Fürst zu sehen oder zu hören, zu sehen und zu hören. Ja, und damals war noch der Josef Lüttig. Wer kennt den Josef Lüttig noch? Ja, ihr kennt, ja. Der hat dann auf mich gezeigt. Ja, da ist der Helmut Fürst. Ne? Und der war so enttäuscht, der ist gleich rausgelaufen, der wollte einen anderen Helmut Fürst sehen. Also der ist gekommen, um einen Menschen zu sehen, Menschen zu verehren. Und was sagt uns die Bibel? Verflucht ist der Mensch, der auf Menschen vertraut. Ja, ich bin froh, wenn niemand auf mich brauche ich gar keine Angst haben. Ja, das steht ja gar nicht zur Debatte. Ja, die Gemeinde muss unter den Segen Gottes sein. Die Versammlung, dass wir ganz bewusst darum flehen, auch vorher im Gebet, auch zu Hause in unseren Kämmerlein. Herr Jesus, segne heute den Gottesdienst, segne den Prediger, segne auch mich, gib mir Gnade zum Hören, wie ein Jünger zu hören hat. Der Segen des Herrn für eine Gemeinde im Neuen Testament. Wisst ihr, ist das nicht tragisch, dass schon sehr früh, schon die ersten Gemeinden in der Gefahr standen, nicht unter den Segen Gottes zu sein? Ich möchte zwei Beispiele geben, wo eine Gemeinde nicht unter den Segen Gottes war. Laodicea, ne? Ich glaube, ich habe das mal ganz kurz noch gar nicht lange her, als wir über die Sendschreiben sprachen, so, ich habe ja nichts Spezielles aus den Sendschreiben weitergegeben, sondern nur die Prinzipien, den Aufbau. Laodicea, die waren eingebildet, sie hielten große Stücke von sich, aber der Segen des Herrn war nicht da. Schrecklich, ne? Man muss sich das mal vorstellen. Man kommt zusammen, man befasst sich sogar in gewisser Weise mit dem Worte Gottes und der Segen Gottes ist nicht da. Schrecklich, ne? Oder denken wir an die Gemeinde zu Galatien oder die Gemeinden. Pardon, jetzt habe ich mich selbst falsch ausgedrückt. Ja? Das waren ja Gemeinden in diesem Gebiet. Galatien. Und wie war es dort? Sie fielen wieder zurück in die Gesetzlichkeit. Sie machten ihre Seligkeit wieder abhängig von ihren eigenen Leistungen. Und Paulus musste sehr deutlich und sehr hart zu ihnen reden. Ihr habt Christus verloren, wenn ihr dabei bleibt. Ja, das sind so zwei Beispiele, man könnte noch andere nennen, von Gemeinden, die den Segen Gottes verloren haben, durch ihre eigene Schuld. Sie standen nicht mehr unter den Segen des Herrn. Nennen wir auch Gemeinden, wo es wunderbar war. Natürlich gab es auch einige Dinge in dem Leben dieser Gemeinden, wo es nicht immer perfekt war. Aber grundsätzlich war es doch so, dass diese Gemeinden gesegnete Gemeinden waren. Thessalonicher, Beispiel. Ja, Paulus konnte diese Gemeinde loben. Philadelphia, diese Gemeinde in Philippi, eine gesegnete Gemeinde. Oder eine fast unbekannte Gemeinde, Beröa. Wer weiß etwas über Beröa? Ja, muss ich keine Aufgaben, ich bin doch nie ein Lehrer, wo ich hier Aufgaben verteile. Die Beröa-Gemeinde, der Name Beröa kommt uns nur ganz kurz vor. Ja, es gibt keinen Brief an die Beröa, aber Paulus
besuchte die Berührer, die Gemeinde in dieser Stadt. Und sie taten etwas Wunderbares. Sie prüften anhand der Schrift, ob das, was Paulus sagt, sich auch so wirklich verhält. Ist das nicht gut? Wenn wir in der Lage sind, zu prüfen, wenn wir die Gabe haben, wirklich zu erkennen, was mit dem Worte Gottes in Einklang steht und was eventuell nicht. Wie schnell kann man etwas sagen, auch als Prediger, was nicht biblisch ist oder was vielleicht aus dem Zusammenhang gerissen ist oder was nicht in unsere Zeit passt. Ja, wir leben ja in der Heilzeit der Gnade. Norbert Lied betont das ja immer wieder und zu Recht. Ja, und ich denke, dass das sehr nützlich ist, wenn wir das begreifen. Wir leben nicht mehr unter dem Gesetz, unter dem mosaischen Gesetz, sondern unter der Gnade. Ja, begnadigte Sünder. Ja, und das müssen wir immer wieder beachten. So, jetzt haben wir die Gemeinde betrachtet. Sie muss unter den Segen Gottes sein. Nehmen wir das mit. Die Gemeinde in Bern, die Gemeinde in Dübendorf, die Gemeinde, wo auch immer sie ist, muss unter den Segen des Herrn stehen. Missionsarbeit. Machen wir einen Abstecher auf die Missionsfelder. Was würde ein Missionar sein ganzes Tun nützen, wenn er sich vielleicht abrackert, wenn er viel Zeit investiert, Kräfte, finanzielle Opfer bringt, vielleicht sogar seine Gesundheit aufs Spiel setzt, um dort den Herrn zu dienen, und er dient ohne den Segen Gottes. Wäre das nicht schrecklich? Man muss sich das mal vorstellen, ein Missionar wäre jetzt 30, 40 Jahre irgendwo und am Schluss seines Lebens müsste er feststellen, Gott bewahre, dass es jemals der Fall sein sollte, alles, was ich getan habe, war vergebliche Mühe. War mein eigenes Tun. Es stand nicht unter den Segen Gottes. Einsätze. Samuel und Josua, unser Sohn, sind ja jetzt schon über eine Woche unterwegs und bleiben noch bis Mittwoch. Haben, also ich glaube, 12 Dienste dann, wenn sie fertig sind, hinter sich. Nehmen wir mal an, sie wären nicht unter den Segen Gottes. Ich bin überzeugt, der Herr segnet. Ja, und sie stehen unter den Segen des Herrn. Die Einsätze, die sie tun, in den verschiedenen Orten in Deutschland. Tagungen, Osterkonferenz oder jetzt Israel-Tage, stehen ja nächste Woche an, ne? Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und der Herr würde nicht segnen. Ja, Gott ist der Segen geben kann. Er allein ist der Segnende. Und er segnet, und das sage ich mit Freude, sehr gerne. Ihm verlangt förmlich danach zu segnen. Mehr als wir es wünschen können. Ich wünsche mir zum Beispiel, dass unsere Kinder, Schwiegerkinder, Enkelkinder gesegnet sind. Ja? Wer wünscht es sich noch mehr als ich? Unser Herr und Heiland. Ihn verlangt noch mehr danach zu segnen, wie wir es als Menschen erwünschen. Gott segnet gerne. Er will segnen. Er möchte seinen Segen ausschütten. Nicht nach Maß, sondern überfließend. Kennt ihr den Psalm 23 auswendig? Denke ich schon, ne? Auch da, ne? Keine Prüfung. Ja? Da heißt es, mein Kelch fließt über. Ja? Also Gott gibt nicht so kärglich, so gerade eben, ne? So unser Auskommen. Ne? Es gibt Menschen, sagen wir Rentner, oder manchmal auch so, die im Dienst des Herrn stehen.
Die haben gerade so eben das Einkommen, dass sie über die Runden kommen. Der Herr möchte überfließend geben, mehr als wir erbitten oder erflehen. Noch einmal, unser Heiland segnet gerne. In der Bibel lesen wir sehr oft, also schlag einmal in einer Konkordanz, oder heute hat man ja diese Dinger, ne? Also heute brauchen wir ja gar keine Bibel mehr, sondern man kommt heute mit so, ja, ich frage mich nicht, wie die alle heißen, ja, und liest den Text, ist ja auch nicht schlecht, ja, kann nichts dagegen einzuwenden, ja. Schlagt mal nach das Wort Segen. Wie oft redet die Bibel von diesem herrlichen Wort? Ich habe das zu Hause jetzt noch gerade gestern gemacht, meine Konkurrenz, ich bin auch so von den Hinterwäldlern, ja, so, ne, die Alten, ja, mit dem neuen Zeug kann ich gar nichts anfangen, aber es ist ja mein Problem, meine Schuld. Das Wort Segen oder segnen, ja, das Segen und segnen, das kommt so oft vor. Oft heißt es, und Gott segnete sie, Israel, auf dem Weg von Ägypten durch die Wüste, nach dem damals noch Kanaan. Kennt ihr die? Ich stoße mich immer dran, ich ärgere mich jedes Mal, wenn in ein Lied von Kanaan die Rede ist. Kennt ihr Lieder? Da kommt vor, das Kanaan, so, ne? Weißt du, was Kanaan ist? Es ist was Negatives. Da haben die Kanaaniter gewohnt. Ja? Es gibt kein Kanaan mehr. Ne? Die Kanaaniter wurden vertilgt. Zwar nicht gleich so, wie es der Herr wollte. Ja? Also wir gehen doch nicht nach Kanaan. Ja? Und ein himmlisches Kanaan gibt es auch nicht. Gott gebraucht doch nicht so ein Wort, so was Negatives, um seine Herrlichkeit, seine himmlische Heimat zu umschreiben. Ja? Also wenn ihr singt weiter von mir aus, aber denkt euch immer, Mensch, völlig falsch. Ja? Was hat sich der Dichter daran gedacht? Ja? 1. Mose 12, Vers 2, da beginnt hier das Leben des Abraham. Und ich will dich segnen und dir einen Namen machen. Also ich stelle jetzt gerade heute zum ersten Mal fest, ich brauche keine Brille mehr. Auch zum Lesen nicht, jedenfalls meine eigene Schrift nicht. Ja? Und ich will dir einen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und jetzt kommt leider das Gegenstück von Segen. Und verfluchen, die dir fluchen. Und durch dich sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Ist das nicht herrlich? Welch eine Verheißung an Abraham gegeben. Das ist zum Beispiel ein Grund, ein Hauptgrund, warum wir zu Israel stehen. Ja? Und wir gut daran tun, es auch weiterhin zu tun, ja? Zu Israel zu halten. Deswegen gibt es jetzt auch die Israel-Tage in der Zionshalle. Biljam, kennt ihr den Biljam? Er wird irgendwie Prophet genannt, ne? Ja, ich weiß nicht, ich hätte ihm den Titel nicht gegeben, ja? Schon eine seltsame Figur, dieser Biljam. Sein Esel war schlauer wie dieser Biljam, ja? Der Esel hat erkannt, was Gottes Wille ist. Biljam nicht. Er wollte Israel fluchen. Und warum wollte er Israel verfluchen? Kennt ihr dieses Zeichen? Ja? Das Geld, die Verlockung des Geldes, des Reichtums. Man hat ihm viel versprochen, wenn er sich auf den Weg macht, um Israel zu fluchen. Und dieses Angebot war so verlockend, dass er sich hinreißen ließ. Konnte er fluchen? Nein, er musste segnen. Ja, Gott hat alles in seiner Hand. Er ist der Mächtige, der Allmächtige. Wenn er sagt, so geschieht's. Ich finde das immer beeindruckend, ja, wenn man so liest, und Gott sprach und es war da. Ja?
Da dauerte es keine, was weiß ich, Millionen Jahre oder was weiß ich alles, ja, wie die Evolutionstheorie behauptet, sondern wenn Gott sagt, es werde Licht, dann, ja, dann ist es mindestens so schnell, als wenn wir auf den Schalter drücken, mindestens, ja, noch schneller. Was ist, wenn wir nicht von Gott gesegnet sind? Wenn Gott uns nicht segnet, was ist dann? Schlimm. Dann tritt das Gegenteil von dem an, was Gottes Absichten sind. Wir stehen nicht mehr unter den Segen, sondern, ich traue es mich gar nicht zu sagen, unter dem Gegenteil, unter dem Fluch. Israel, natürlich, wir leben in einer anderen Zeit, da will ich noch drauf kommen, ich muss mich beeilen. Israel musste wählen damals. Und in gewisser Weise müssen wir auch wählen. Tag für Tag müssen wir wählen. Also den Bundesrat muss man nur alle 4 Jahre wählen, ne? Stimmt's? 4 Jahre, ne? Wenn man wieder wählen muss. Ja, die Schweizer müssen oft, ne, eine Stimme abgeben, mehr. Ja. Israel musste wählen zwischen Segen und Fluch. Da waren 2 Berge. Sie wurden vor diesen Bergen gestellt und es wurde vorgelegt die Wahl. 5. Mose 11, Vers 26 steht es. Ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch. Den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes gehorsam seid, und den Fluch, wenn nicht. Und in der Geschichte Israels hat sich das haargenau so bewahrheitet. Wenn Israel meistens durch einen guten König wieder auf den rechten Weg ging, wenn sie wieder erkannten, wie wichtig es ist, dem Herrn gehorsam zu sein, ihn allein anzubeten, dann standen sie unter den Segen des Herrn. Dann wurden sie bewahrt, da konnte kommen, wer kommen wollte. Vor kurzem haben wir gerade gelesen, also ich glaube, es war gestern, da war ein Abgesandter des Königs von Assyrien vor Jerusalems Toren gestanden, groß, wie sagt man, protzig, ja, hat er da eine Rede gehalten und den Herrn des Himmels und der Erde verschmäht und Israel gelästert, ja. Ja, denn er ging davon aus, was soll ihr Gott ihnen helfen, ja. Und Gott hat eingegriffen. Sie zogen von dannen als die großen Verlierer. In gewisser Weise, ich will das jetzt ganz deutlich sagen, natürlich sind wir nicht in der Zeit wie damals Israel. Wir leben in einer neuen Zeit, habe ich genug gesagt. Aber in gewisser Weise müssen wir auch heute immer wieder eine Wahl treffen zwischen diesen und jenen. Tag für Tag sind wir vor der Wahl gestellt, so zu handeln oder so. Nehmen wir mal an, ein Mensch sagt etwas Negatives. Wie reagieren wir? Wir können uns entscheiden, wir schweigen, bloß nicht den Mund verbrennen, oder wir sagen in Liebe, in Geduld, du, das ist nicht recht. In Deutschland zum Beispiel wünschte ich mir heute, dass es mehr geben würde mit Charakter, mit Rückgrat, die gegen diese Rechtsradikalen aufstehen, die sagen, das taugt nichts, das ist falsch, dieser Hass, dieser Ausländerhass. Naja, ich denke, in der Schweiz ist es nicht ganz, vielleicht ganz so aktuell, aber ich denke, es gibt auch viele, ich habe auch schon Schweizer kennengelernt, die so total ohne Begründung gegen Flüchtlinge generell sind. Ja? Ich meine, ich sage mir immer, niemand verlässt seine Heimat einfach so zum Spaß. Natürlich gibt es auch diese sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge, das dürfen wir nicht verleugnen. Aber meistens sind das ja Menschen, die aus großer Not entflohen sind und Gefahr ihres eigenen Lebens, ja, in die Fremde. Ja. Zweitens sage ich, Herr, du hast uns eine Chance gegeben.
Nach Saudi-Arabien oder in diesen muslimischen Ländern können wir nicht gehen. Missionsarbeit ist unmöglich dort. Jetzt schickst du sie zu uns und jetzt gibt es die Möglichkeit, sie zu erreichen. Ich habe hier schon mal gesehen, ich glaube, da hinten sitzt eine, die verbreiten arabische Literatur. Ne? Hier war mein Stand, habe ich mitgekriegt. Ja? Das ist doch herrlich. Hier können wir es tun. Keiner kann uns das verbieten. So, jetzt etwas anderes, ein neues Thema. Was verstehst du eigentlich, darf ich so reden, unter den Segen des Herrn? Was versteht man darunter in allgemein? Wohlergehen, Reichtum, Gesundheit. Als ich im Krankenhaus war, hat der Herr nicht gesegnet. Stand ich da unter dem Fluch beispielsweise. Es gibt ja so Christen sogar, die sagen, alles Negative ist, da stimmt etwas mit deinem Leben nicht. Ist dem so? Im Alten Testament, jetzt kommen wir wieder zu diesem Punkt, war es wirklich, wenn ein Mensch gesegnet war, dann bekam er viele Kamele, Rinder, Schafe, Ziegen und vor allen Dingen viele Kinder. Abraham, Isaac, Jakob, der war gesegnet, der hatte 12 Söhne. Ja? Im Alten Testament war das so. Hiob hatte viele Güter, er war reich. Ja, und ihr kennt ja die Geschichte des Hiob. Ohne seine eigene Schuld hat der Satan mit Erlaubnis des Herrn ihn antasten können, in gewisser Weise begrenzt. Ne? Gott hat die Grenzen gesetzt. Und am Schluss seines Lebens hat der Herr doppelt so gesegnet wie vorher. Das war so im Alten Testament. Ab und zu komme ich in einen Ort, da schlafe ich bei jemand und da steht ein Spruch, schön eingerahmt, ne, schöne Schrift, ne, so Schnörkelschrift. Der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe. Schön, ne? Also gar nicht zur Arbeit gehen, ja, schön zu Hause bleiben, ja, und der Segen des Herrn fließt mir zu, auf mein Konto sind immer viele Franken mit vielen Nullen, ja, wunderbar. Der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe. Im Alten Testament, das ist ja eine biblische Wahrheit. Ja, da verstand man wirklich Reichtum und der Segen. Im Neuen Testament ist vieles ganz anders. Ganz anders. Ein Paulus, das war doch ein gesegneter Knecht des Herrn. Was hat der alles erduldet? Er zählt das ja mal auf, ne? Wie viel Mal er gepeitscht wurde, geschlagen wurde, Schiffbruch erlitten hat und so weiter und so weiter. Ein ganzer Katalog von Leiden. Stand er dann nicht unter den Segen Gottes? Oh ja. Ja, wir kennen ja auch alle, wem Gott lieb hat, den straft und züchtigt er. Ja? Also noch einmal. Der Segen des Herrn, des allmächtigen Gottes bei Israel im alten Bund war mit Reichtum, mit Gesundheit, mit Segen an Kindern und so weiter verbunden. Im Neuen Testament ist dem nicht so. Ja, es gibt Menschen, Ehepaare, die wünschen sich ein Kind und bekommen keine Kinder. Sind die weniger gesegnet deswegen? Also die Jünger damals, die lebten ja noch in der Zeit des Alten Bundes, sie waren ja noch geprägt. Da war ich weiß jetzt gar nicht, ein Gelähmter, glaube ich, und dann stellten sie die Frage an den Herrn Jesus, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Und was sagt Jesus? Weder er noch seine Eltern haben gesündigt. Haben die nicht gesündigt? Ja, nicht sicher. Aber das war nicht der Grund der Leiden, sondern Jesus wollte sich verherrlichen. Ja, lesen wir einmal Malachi 3, Vers 10.
Bringt aber den Zehnten ganz in das Kornhaus, auf das Speise sei in meinem Haus, und prüfet mich doch dadurch, spricht der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels auftun werde und Segen herabschütten würde. Ja, so war es. Im Neuen Testament noch einmal. Epheser 1, Vers 3. Schlagen wir auf, wenn wir Zeit haben. Ich bin ja so schnell, ne? Ich schaffe keiner aufzuschlagen so schnell. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat in den himmlischen Regionen in Christus. Also, der Herr hat uns gesegnet mit geistlichen Segen, nicht mit irdischen Segen. Tut er auch und dürfen wir auch dankbar annehmen. Wir nehmen das ja auch dankbar an, dass wir vor einiger Zeit, ich weiß nicht wann das war, kriegten wir von der Schweiz, wir haben gedacht, also meine Frau hat ja in der Schweiz gearbeitet, im Altersheim lange, und da kriegte sie schon bereits eine gewisse Rente, die reichte nicht zum Leben und wie sagt man, nicht zum Sterben, also aus gewissen Gründen. Und dann mit 65 durfte sie dann einen Antrag in der deutschen Rentenversicherung stellen, bei der deutschen Rentenversicherung stellen. Und wir suchten das Gespräch, weil die Papiere, das ist ja eine Katastrophe, das alles auszufüllen. Ne? Und dann hat man uns schon gesagt, ja, da sind die Schweizer zuständig. Haben wir uns noch gedacht, wieso die Schweizer zuständig? Weil wir gingen davon aus, es geht nur noch um unsere Kindererziehung. In Deutschland wird jedes Kind, glaube ich, 2 Jahre auf die Rente angerechnet. Und da wir 5 haben, haben wir gedacht, okay, 10 Jahre, schön, da kriegt sie wenigstens ein bisschen. Wir haben gedacht, okay, wenn es 100 Euro sind, schön. Wenn es weniger sind, nehmen wir es auch hin. Wenn es mehr ist, umso besser. Dann kriegten wir aus der Schweiz einen Brief. Ihnen steht ab sofort eine Rente zu. Ich sage die Zahl nicht. Aber so was Herrliches. Bis heute, gestern kam ein Brief, irgendwie stand Rechnung drauf. Ich dachte, hoffentlich ist nicht, dass sie das rückgängig machen. Ja. Jedes Mal schaue ich mit Bangen auf mein Konto. Ist das auch wieder eingetroffen? Da das Geld von der Schweiz, von wo? Von Genf kommt das. Ja, von Genf. Ah, schön, ne? Seitdem liebe ich Genf und seitdem liebe ich die Schweizer noch mehr. Ja, natürlich herrlich, wenn wir auch das haben. Oh Mensch, immer wieder falle ich drauf rein. Ja, Matthäus 6, Vers 14, leider ist die Uhr unbeeinflusst. Ja, bar. So ihr den Menschen ihre Fehler vergebt, so wird euch der himmlische Vater auch vergeben. Also, wie im Neuen Testament steht so oft etwas vom Segen. Segnet die euch fluchen. Tut wohl, die euch hassen und so weiter. Ja? Wir sind also aufgerufen, auch zu segnen. Wir empfangen den Segen des Herrn. Wir sind dankbar für den Segen des Herrn, sei es vor allen Dingen geistlich, aber sei es auch materiell. Dann nehmen wir das dankbar an, aber wir sind aufgerufen, durch das Wort Gottes den Segen weiterzugeben. Zu segnen, auch solche, die es gar nicht verdient haben. Schwer manchmal, ne? Ja. Beispielsweise, für mich ist Danke sagen etwas ganz Wichtiges. Also unsere Kinder haben wir zumindest versucht, hoffentlich ist es auch gelungen, also dass sie Danke sagen können. Ich bin dankbar für jedes einzelne Enkelkind, wo heute noch Danke sagt. Und immer wieder muss man als Opa und Oma wieder sagen, was fehlt hier? Ja, danke, Oma. Ne? Ja? Dankbar sein für alles. Ja? Ihr Lieben, auch solche, die es nicht verdient haben. Also nehmen wir mal an, ich gebe jemandem was. Dann erwarte ich,
Eigentlich sollte ich das nicht, ich weiß das schon, ja. Theoretisch weiß ich so manches, ne? Aber in der Praxis vergisst man das manchmal. Dann erwarte ich als Mensch, dass man sagt, danke für die, wie sagt man, für die Gabe, für dieses oder jenes. Wenn es nicht der Fall ist, dann kommt wieder der alte Adam in mir hoch und ich denke, du, der kriegt das letzte Mal, hat er was gekriegt, ne? Und dann erinnere ich mich, für wem hast du es gegeben? Hast du es für Gott gegeben oder für Menschen? Hast du es von Herzen gegeben? Oder hast du es gegeben, damit man dir Danke sagt? Jesus sagt, sie haben schon ihren Lohn dahin. Die erwarten von Menschen etwas. Ihr Lieben, wenn etwas in unser Leben ist, was den Segen des Herrn nicht fließen lässt, was müssen wir tun? Wir müssen es wegräumen. Wir müssen es bereinigen, ablegen, unsere Meinungen ändern. Das tut weh. Das tat mir auch weh, wo ich so erkannte, Mensch, du, was regst du dich da auf, ja, für dieses oder jenes, ja, okay, ja. Leget ab von euch. Jetzt könnte ich eine ganze Menge an Bibelstellen zitieren, wo davon die Rede ist. Ja, Jesus will uns segnen. Ich muss zum Schluss kommen. Ihr wollt ja auch nach Hause, ne? Sonst können wir den Segen des Herrn nicht wieder, es geht eben schon nach Hause. Jesus will uns segnen, aber es gibt gewisse Voraussetzungen dafür. Ja? Ja. Da gibt es vielleicht Hindernisse. Da gibt es vielleicht etwas in unser Leben, was den Segen unseres Herrn nicht fließen lässt. Dann müssen wir das wieder in Ordnung bringen. Wir kennen alle das Wort, trachtet am ersten nach was? Nach dem Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit. So, dann wird euch alles andere hinzugetan werden. Ja, also wir tun wohl daran, wenn wir uns von dem Herrn, wenn es nötig ist, korrigieren lassen. Wenn wir uns auf biblische Wahrheiten wieder neu besinnen. Wenn wir wieder Prioritäten setzen in unserem Leben. Wenn wir wieder erkennen, wie viel wichtiger der Segen Gottes für unsere Kinder, Enkel ist, als Vorwärtskommen in dieser Welt. Wenn wir wirklich wieder neu bitten und erflehen, Herr, segne mich. Wenn das nicht jetzt nur eine Tradition ist, am Tisch vor dem Essen zu beten, Herr, segne diese guten Gaben, sondern dass wir wirklich von Herzen das erwünschen. Herr, segne die guten Gaben an uns. Segne mich, segne meine Lieben, segne meine Geschwister, segne die Gemeinde in Bern. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir sagen dir von Herzen Dank, dass du so gerne segnest. Herr, du bist gekommen, um Menschen zu segnen. Du hast gesegnet, als du über diese Erde gewandelt bist. Vor allen Dingen, als du den Preis für unsere Schuld auf dich geladen hast, ans Kreuz getragen hast, an unserer Stelle und uns versöhnt hast mit dem himmlischen Vater. Hab Dank für diesen großen Segen, den du gewirkt hast. Und hab Dank, Herr Jesus, dass wir uns befassen dürfen mit diesem Thema, der Segen Gottes für mein Leben. Oh Herr, es ist so wichtig, dass wir das erkennen, dass der Segen Gottes wichtiger ist als alles andere. Am Segen des Herrn ist alles gelegen, so gibt es ein Sprichwort. Hab Dank, Herr Jesus, dass du auch dein Wort immer wieder segnest, nicht um des Predigers willen, sondern um deiner Sache willen. Segne du auch diese Botschaft, wenn sie auch in aller Schwachheit gehalten wurde. Gib Gnade, Herr Jesus, dass jeder Einzelne von uns mit deinem Segen leben darf, auch heute diesen Raum verlassen darf, nach Hause gehen darf, mit deinem Segen. Amen.